Hallo meine Lieben, willkommen wieder bei Vivi kocht. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Und zwar die Filmschauspielerin, Fernsehschauspielerin der Schweiz, Theaterregisseurin, Theaterschauspielerin, ein Tausendsasser, Barbara Terpotten! Hallo, danke. So schön, dass du geschafft hast. Ja, Super. Ich freue mich auch sehr. Cool. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Nein, brauchst du doch nicht. Du bist doch der Megaprofi. Ja, aber Ich nicht bin der doch- Kochprofi, so Oh. vor Kamera, so, dann sieht er, wie schnippelt die denn? Nein, das wird alles super. Du hast ein ganz besonderes Rezept aus deiner Heimat mitgebracht. Genau. Ich habe Cholera mitgebracht, oder wie der Gommer sagt, Cholera. Und das ist wirklich so eine Spezialität aus dem Wallis, ein gutes Mitbringsel auch. Es ist ein ganz einfaches Rezept, nämlich alles, was man so im Keller hat. Es ist eine Art Kuchen mit Kartoffeln, mit Lauch, mit Birnen, oben drüber schön Käse, alles in den Ofen und fertig ist es. Perfekt. Ja. Nur der Name, der ist ja immer so ein bisschen Ja. Cholera, das finde ich immer so. Woher kommt der Name? Ja, da gibt es verschiedene Meinungen. Eine Meinung ist zum Beispiel, 1870 gab es im Wallis eine Epidemie, eine Cholera-Epidemie. Oh, krass. Ja, und alle mussten zu Hause bleiben. Oh nein. Das kennen wir. Das kennen Genau. wir natürlich nicht so. Doch schon. Doch, ne? doch, Ja. doch. Also haben die aber geguckt, was man im Keller so findet. Also eben Kartoffeln, Lauch, Birnen, Käse. Käse. Und Käse. Das kann man alles gut lagern im Keller. Und dann haben die sozusagen einen Kuchen damit gemacht. Das ist ein bisschen die Alpenpizza vielleicht. Ja. Auch mit Teig. Das ist ja immer einfach Mehl und Wasser. Auch so super Kombination. Ja. Frucht, Käse, Zwiebeln, Ja. Kartoffeln. Das ist die eine Theorie. Die andere Theorie ist, dass es Cholera heißt, weil es auf Chole gebacken wurde. Aha. Und ich denke mal die zweite Variante. Die erste klingt besser. Ja, bei Cholera. Ich meine, Ja, wenn ich das genau. schreibe. Ja. Ja, super. Gibt es auch so Corona? Oh Gott, Einmal Corona. eines Tages. Nein. Geil. Wir dürfen keine Spitze Ja, drüber machen. nein. Wir gar sind nicht. seriös. Ja, genau. Absolut. Ja. Wir fangen an mit was jetzt? Wir fangen an. Und damit fangen wir jetzt an. Ja, mit Schnippeln. Mit Schnüffeln, genau. Und da nehmen wir euch jetzt mit. Also wir fangen jetzt an. Also der Käse ist jetzt erstmal hier, den lassen wir noch ein bisschen auf der Seite. Ich würde ja als erstes eigentlich eben mit dem Schnippeln anfangen. Okay. Und zwar mit den Kartoffeln, weil die muss Super. man eigentlich kochen, geschwellt die machen, Ja. dann schnippeln. Okay. Und ja, und dann den Lauch. Genau, und die kocht man nicht so richtig weich. Es sind fest oder Ich Milchkochende? liebe festkochende. Das sind Aber festkochende. das ist eine Geschmackssache. Ich würde festkochen nehmen, dann macht man geschwellte und ich lasse dann die Schale meistens dran. Aber natürlich kann man die Schale wegnehmen. Aber Absolut. wenn die jetzt so sind wie die hier, Ja. so schöne kleine, das wäre ja schade. Jetzt, die habe ich jetzt 10 Minuten, also nicht ganz weich gemacht, sondern Genau. so al dente, könnte man Ja, sagen. genau. Die sind jetzt auch schön warm. Stellen wir erstmal hier und den Lauch müssen wir Den eigentlich- Lauch müssen wir das noch ist schneiden. auch Den habe ich schon mal vorbereitet. sehr gut. So, geschnitten, gewaschen. Und den mache ich ein bisschen im Wasser. Genau. Genau. Ein bisschen kochen. Ich tue immer noch ein bisschen ein paar Kümelchen dazu. Ah, genau. Dann ist er bekömmlicher, verdaulicher, hat man nicht so Blähungen. Genau. Salzen und Kümmel rein und dann Stimmt, den Kümmel, den haben wir ja hier. ja. Wir machen auch, wie viel ungefähr, wie viel Ja, so Körner? für 4, 5 so. Ah, das ist gut. Ja, fertig, super. So, genau. Und jetzt noch Salz. Wie viel Salz würdest du reintun? Einen halben. So. So, ja, sehr gut. Ich mag es ja, wenn sie ein bisschen süßlich schmecken, die Birnen. Hattest du schon mal eine Rolle, für die du zu- oder abnehmen musstest? Leider nicht. Ja, die kann ja noch kommen. Ja. Also Oscar-mäßig? Man hat doch immer diese ganzen Ich habe Oscar-Sachen. mal einen alten Mann spielen müssen im Theater. Und dann war ich immer zu schnell. Meine Beine, das war immer, ja. Und dann habe ich mir je 5 Kilo Gewichte in die Schuhe getan. Wie hast du das gemacht? Ich habe so Sportbänder und habe so Gummistiefel mit so Gewichten. Und dann wurde ich extrem lange. Also richtig langsam. Und danach hatte ich richtig fette Muskeln an den Beinen, ohne dass ich es gemerkt habe. Ach krass. Ja. Papa, sag mal, wie hältst du dich denn fit? Ich meine, du isst gerne und na, als Schauspielerin, wie ist das denn so? Muss man da die ganze Zeit drauf gucken oder... Na, ich weiß gar nicht, ob das jetzt als Schauspielerin wichtig wäre, aber ich als Mensch finde, also ich als Person mag natürlich lieber schlank sein, aber ich fühle mich auch besser, muss ich sagen. Deswegen magst du lieber schlank sein. Und weil ich Ja. mir auch besser gefalle. Ja. Und deswegen muss ich schon auch ein bisschen drauf achten, was ich esse und wie viel ich esse. Und vor allem. würdest du den Zuschauern auch verraten, wie du das schaffst? Ja, ist doch
auch so. Ich meine, ich möchte das auch, aber Also wie schaffe ich das, ist die Frage. Ja, also ich mache wirklich, ich glaube, ich bin nicht wie so ein Bürojob, weil ich keinen Bürojob habe, weil ich die ganze Zeit irgendwie rumrenne. Oder ich mache auch fast alle Fahrten mit dem Fahrrad in der Stadt. Oder unsere Waschmaschine ist unten im Keller, wir wohnen aber immer im 4. Stock, also schleppe ich rum und ich glaube, da verbrennt man viele Kalorien. Ja, Erstens also mal du bist sehr, Genau. bleibst in Bewegung. Genau, und dann Machst du einen Schrittzähler? hatte ich auch schon, aber dann muss ich ja das Handy immer dabei haben und Aha. dann fange ich so an, so, Okay. ja. Hatte ich aber auch schon, das Ziel wären so, mein Ziel wäre 15.000 pro Tag. Ja, das ist nicht schlecht. So. Ja. Sowas mag ich eigentlich. Auch Nachtspaziergänge mache ich gerne. Oder machen wir gerne so. Ja, das dein finde Mann ich- und du. Ja, sind wir zusammen unterwegs. Ja, da muss ich nochmal einhaken. Den verlinke ich jetzt hier oben mal in der Ecke. Entschuldigung, da. Genau, das ist nämlich Siegfried Terporten Frittata Burrata. Da könnt ihr ja mal auch reinschauen. Ja. Frittata Burrata. Manche Dinge sind ja auch in den Genen und dann gibt es so Dinge wie zum Beispiel. Ja, deine ich Mama esse- ist auch total schlank. Ja, die bewegt sich aber auch richtig Ja. viel. Und was ich auch sagen muss, letztens hatte ich so ganz leckere Kekse, das waren so Karamell. Und, ich konnte fast nicht aufhören und dann wurde mir plötzlich schlecht. Also mir wird dann auch plötzlich schlecht. Okay. Ich kann mich nicht so gut überessen. Plötzlich ist mir dann so, Das Gehen möchte ich auch haben. doch, das... Ja, ja, ich hab doch. Wirklich Also viel heißt es- Zucker und so. Ja. Also das ist dann so plötzlich... Also heißt es, dass du eher, würdest du sagen, du bist eher der intuitive Esser? Ja. Wenn man eigentlich dann vielleicht so wirklich anfängt, so drauf zu hören, was manchmal muss man einfach essen, dann fühlt man sich auch wieder gut, dann ist einem wieder warm und das merke ich, zum Beispiel so eine Portion Pasta, manchmal hilft mir das dann, damit ich wieder konzentriert bin. Aber zum Beispiel beim Drehen oder im Theater darf man eigentlich mittags nicht zu viel essen, weil dann danach kann man auch nicht mehr so gut spielen. Also Genau. muss man immer so ein bisschen gucken, aber zum Beispiel, wenn ich Hunger kriege, Oh, das ist ganz übel. Oh. Und dann merke ich auch, das ist so richtig... da geht man der Frau Terporten Ja. lieber aus dem Weg. Ja, genau. Da gehen wir uns beiden besser Ja, ich habe aber auch Hunger, genau, weil mir dann ein Kreislauf so Ja, absagt. genau. Und ich will das so, wenn ich und werde ich richtig stinkig und so. Welche Mahlzeit am Tag ist deine liebste? Morgens, mittags, abends oder zwischendurch? Oder Snacken? Also, ich mag das Frühstück sehr gerne. Den Tee, dann Kaffee, mein Müsli. Das Hast du ein mag- bestimmtes Müsli? Ja, ich mache immer gleich. Ich mache Haferflocken, dann so ein bisschen Chiasamen oder Leinsamen und dann heißes Wasser drüber und dann einen halben Apfel rein oder eine Banane und dann lasse ich das quellen und in der Zeit mache ich den Tee, dann den Kaffee und dann setze ich mich irgendwann hin und dann, ja, dann esse ich das. Das mag ich richtig gerne. Also deine Lieblingsmahlzeit wirst du eher das Frühstück? Also am schönsten ist aber das Abendessen, weil da alle da sind. Aha, Oder die- ich habe auch gerne gesellige Momente. Weißt du, so zusammen am Tisch sitzen und dann erzählt er das. Ich finde das eigentlich auch wichtig. Da kommen alle so zusammen. Ist das jetzt die Familie oder sind das Nachbarn oder seid ihr das? Ich mag das irgendwie. Dann ist eigentlich jede Mahlzeit sehr wichtig. Ja. Ja gut, eben Mittagessen. Ach ja, Mittagessen. Ist auch schön. Ist auch schön. Ja. Ja. Was ist dein Lieblingsgemüse? Ich mag zum Beispiel Lauch sehr gerne. Oh, den Ja, habe ich auch mag gerne. ich Also, der Teig geht ganz einfach. Den habe ich natürlich schon vorbereitet, weil wir hier in einer Kochshow sind. Und ich zeige euch auch gleich, wie man den macht. Und ihr braucht wirklich nur Butter, hat man eigentlich immer da. Mehl, Salz und Leitungswasser. Und den habe ich jetzt vorbereitet. Zwischen Backpapier das auszuweilen ist super einfach und dann kriegst du ihn auch schön glatt. Ja, also ich mache den Teig nicht selber. Ich kaufe den Kuchenteig, den Dinkelkuchenteig oder was auch immer. Aber so ist es, eigentlich schmeckt es natürlich besser. Genau, es geht natürlich schneller einfach und es gibt ja schon sehr gute Fertigkuchenteige. Ja, genau. Aber da kann man nicht jeden Teig nehmen, Barbara. Welchen würde man denn da nehmen? Denn ich würde den Dinkelkuchenteig Genau, nehmen. aber sag mal, der Raclette-Käse, kommt der ursprünglich aus dem Wallis? Ich behaupte jetzt einfach ja. Oh, super! Ja, Also die ganze Welt, der kommt aus dem Wallis. Raclette. Wie isst du denn dein Raclette am liebsten? Ich mache sehr einfach. Ich habe gerne wirklich Kartoffeln dazu. Ich nehme auch beim Raclette Birnen dazu. Ah, Aber ich tue es nicht in Schälchen, sondern ich tue nur den Käse rein und dann tue ich Cornichon habe ich gerne dazu.
Dann diese Silberzwiebelchen oder diese Aceto Balsamico Zwiebelchen finde ich sehr, sehr lecker. Die auch wieder so ein bisschen süßlich schmecken. Und dann habe ich immer noch Frutta di Muttarda. Senffrüchte, so eingelegt in so einem süßen Sirup. Sehr scharf, sehr, sehr scharf. So Feigen eingelegte. Und die esse ich sehr gerne da. Also, nehmen wir das. Ich weiß, es ist eine einfache Sache. Wahrscheinlich wisst ihr es alle. Ich zeige es trotzdem. Für die, die es nicht wissen. So, also, ich falte es im Quadrat. Also Ecke über die Ecke, sodass es wie ein Quadrat ist. Falte es nochmal. Und jetzt, das ist eigentlich der Trick an dieser ganzen Geschichte, damit man weiß, wo man abschneiden muss. Und zwar gehe ich auf die Mitte. Könnt ihr das sehen? Mitte, Spitze, dann weiß ich, hier muss ich abschneiden. Sehr gut. Und dann ist es bis, gucke, ungefähr passt es dann. Ja. So, und jetzt legen wir es alles in die schöne Springform. Genau. Aber ja, du hast es super gemacht, Louis. Wir fangen mit den Kartoffelchen an. Und so. Was machst du denn gerade? Ich habe gerade etwas gedreht, genau. Tatort gedreht. Weil du machst ja unheimlich viel. Ich will es nochmal zusammenfassen, weil ich natürlich am Anfang gestolpert bin. Also du bist Schauspielerin, Gelernte. Ja. Du führst aber auch mittlerweile Regie, Theater. Ja, vor allem Theater, genau. Dann bist du natürlich in der Schweizer Fernsehlandschaft. Du hast Bestatter, 7 Jahre die Kommissarin gespielt. Ja. In der Westschweiz eine Serie gerade, also durfte ich mitspielen, La Chance de ta vie. Aha. Ja, die war sehr Komödie. Ja. Durfte ich zum ersten Mal im Fernsehen eine Komödie spielen. Und sonst bin ich irgendwann am Vorbereiten fürs nächste Stück. Das ist ein Stück über Sexarbeit, Migration in der Schweiz. Ist das mit Schauspielern oder wie? Auch, also auch, aber es sind auch wirklich SexarbeiterInnen dabei. Aha. Wer macht da mit alles? Also es macht auch eine Schauspielerin mit, Frida Leon-Berot. Sie ist eine gelernte Puppenspielerin. Sie wird aber auch spielen und es wird Helena Del Monte auftreten. Das ist sehr spannend, weil man jetzt mal gucken muss, wie man sowas probt. Ne? Wenn man so mit Schauspielerinnen wie mit dir, dann weiß man, okay, die Texte, die können die dann und das kommt dann und dann weiß man, dann gibt es diesen Ablauf. Im besten Fall natürlich. Ja, diesen und diesen Ablauf, aber alle kennen das. Und wenn man jetzt mit Menschen arbeitet, die das noch nie gemacht haben, ja, dann ist es auch spannend, wie führe ich die jetzt dahin? Und ja, ich arbeite auch gerne mit Laien, mit Schülern. Gymnasium machen Sieg und ich zusammen Regie mit Schülern. Und das ist auch immer unglaublich toll, weil man dann so merkt, wie man das kombinieren kann, was man aus wem rausholen kann, dass die wirklich eigentlich auch toll sind und auch gerne auf der Bühne stehen, weil es muss ein tolles Erlebnis sein. Das Schultheater darf ja nicht so angstmachend sein. So sieht es jetzt aus. Und jetzt würzen wir das. Mit was würzen wir das denn, Baba? Salz, Pfeffer und... Ich habe alles schon aufgefüllt. Genau, und du hast auch so super hier so... Muskat, haben wir da noch genug? Gut. Jetzt würde als nächstes, kommt die Schicht. Jetzt haben wir also eine Schicht Teig, dann kommt die Kartoffeln, dann haben wir gewürzt, dann haben wir jetzt so lecker Zwiebelchen drüber getan, damit manchmal ist der Pore auch so ein bisschen zu lasch. Da kann man ja je nach Geschmack das machen. Ne? Würde jetzt der Lauch. Sehr gut. Tun wir das da drüber. So ein bisschen heiß. Ich würde einfach gucken, dass es so. Sehr gut. Und wir machen jetzt ein bisschen eine zarte Cholera. Ich probiere jetzt mal einfach. Ich mach mal so. Ich mag ja diese Schichten, weil wenn man es eben schneidet, dann sieht man dann auch so, oh ja. Sieht voll schön aus. Den würde ich jetzt allerdings ein bisschen kleiner machen. So. Und dann können wir diese Streifen auch... Ah, jetzt machen wir solche Streifen. So wie Finger. Wie man so... Genau. Pfeffer drüber? Genau, ich würde jetzt Pfeffer drüber tun. Der Pfeffer, dein Pfeffer riecht jetzt gerade sehr gut. Ja, ich war heute frisch eingeführt, der kommt aus Spanien. Ja, eben. So. Danke, Lourdes! So, und jetzt kommt der Deckel drauf. Oh, der ist ja perfekt. So, jetzt würde ich den... Den kann man so machen, ne? Genau, den mache ich so. Dann habe ich was vorbereitet. Ja. Und zwar... Dekorieren. Man kann zum Beispiel 13 Sterne drauf tun. Warum 13? Ja, weil es 13 Bezirke. Oder schön, man kann Weihnachten oder ein Herz. Oder aber man kann Steine vorbereiten. So ein bisschen Wasser drin. Ne? Ich mache jetzt erstmal ein bisschen die
Tobi, du kannst doch gleich Apfelschnitte machen. Super. Und tschüss. Oh, Da ist sie. boah, sieht das gut aus. Was? So, und jetzt kann man das schön... Oh, Emalo. Oh, sieht toll aus. Oh, ist ja fantastisch. Törtchen. Oh, So. das ist aber mal was. Na? Ich Warte. sag jetzt nicht... So, genau. Schön bis unten schneiden, Ja. damit man das Stück dann auch schön lösen kann. Warte, ich hol dir so ein. Ach, das ist ein Schieber. Habe ich schon gefunden. So, und Oh, sieht das gut aus. jetzt schön, ne? Man kann das auch ein bisschen abkühlen lassen. Dann ist es auch nicht ganz so saftig. Dann kann man einfach dann so rausschneiden. Mhm, wenn Baba? das- Danke. Probieren wir mal. Ja. Aha, ja. Ich wollte schon Weinchen trinken. Oh, es ist auch schön der Käse. Zieht so viel. Ist gut. Die Kombination mit dem Muskat. Natürlich, wer den nicht mag, kann den weglassen. Aber die Birnen mit dem Käse, mit den Kartoffeln, ist der Wahnsinn. Gut, und ist auch gut, dass es oben, hören Sie das? Es muss, glaube, so, ihr hart, könnt's, es muss ja. so hart sein. So. Sonst ist so ein, sonst ist nicht gut, ne? Sehr gut. Ja, sehr gut. Der Käse ist geschmolzen. Kartoffeln sind nicht zu weich, immer noch knackig. Und die Birnen sind schön saftig. Baba, Ja? vielen Dank. Ja, danke dir. Es war super, dass du da warst. Das war mir eine Ehre. Oh, danke, Baba. Und toll, super Rezept mitgebracht. Und euch wünschen wir viel Spaß beim Nachkochen. Ja, genau. Wenn ihr Fragen habt, dann Genau. bei Vivi. Genau, einfach unten in die Kommentare. Ich leite die weiter. Und wenn es ganz viele Fragen sind, geben wir beide noch ein Q&A. Ja, zum Ja. Thema Cholera. Ja, genau. Tschüss. Tschüss zusammen.